HR Info. Engel fragt. Mit Philipp Engel und Anne Schibou. Deutschrap. Das ist mega erfolgreich. Millionen Menschen sind begeisterte Fans dieser Musikgattung und des damit verbundenen Lifestyles. Und das, obwohl oder vielleicht ja auch gerade weil die Texte oft voller Gewalt sind und ganz oft extrem frauenverachtend. Also was fasziniert vor allem junge Menschen daran? Ist das alles nur Show? Das will meine Kollegin Anne Schibou herausfinden heute bei Engel fragt. Die Rapper, das sind meist junge Männer, aber gehört wird diese Musik auch viel von Frauen. Und von denen will Anne wissen, was sie zu den Texten sagen und zu dem Frauenbild, das der Rap transportiert. Lass sie einfach in der Parklücke weg, leg sie in die Fresse und frag sie, wie schmeckt. Dafür hat sie Songs herausgesucht, die sie besonders krass fand, in denen Frauen wie Gegenstände behandelt werden und zu jeder Zeit für Sex zur Verfügung stehen. Ich fühle mich wie ein Puff, weil ihr Arsch ist prall und rund. Du bist eine Fotze, die nach 2 Bier schon auf der Theke tanzt. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand. Das ist einfach irgendwie typisch zur Zeit, oder? Es werden ja Millionen erreicht, die feiern ja diese Musik und diese Texte. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Oder verstehst du warum? Warum? Ich denke mal, das meiste heutzutage hat zu tun mit den Medien, mit jungen Menschen, gerade Jugendlichen, die vielleicht 14, 15, 16 Jahre alt sind und sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Was die ältere Generation angeht, das verstehe ich nicht, warum die das feiern. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Es ist vielleicht wirklich eine Bildungssache, aber es muss nicht sein. Manchmal sind es einfach Arschlöcher. Aber viele sagen auch, ja gut, das ist ja nur gepostet, das ist ja nicht ernst gemeint, das ist ja nur Show. Rap muss auch provozieren und das macht ja nichts, wenn man jetzt Frauen Fotzen nennt oder Bitch, das macht ja nichts. Sehe ich ganz anders. Ich finde, das geht nicht mehr. Also mit der Argumentation kommt man nicht mehr weiter, finde ich. Ein anderes Beispiel, ja, 50 Shades of Grey. Ja, ist ein Buch, das lesen die Damen ja auch sehr gerne. Ja, Masochismus ist drin, Sadismus, Sachen, die an der Grenze der Illegalität sind. Wissen aber, dass es ein Buch ist, lacht man kurz drüber, liest das kurz, kann seine Fantasie, die auch da ist und seine schmutzigen Gedanken vielleicht auch, die jeder hat, ein bisschen auf klug kanalisieren. Und das, denke ich, dafür ist Kunst generell. Da muss aber gekennzeichnet sein als Kunst. Wenn ich Deutschrap höre, dann achte ich nicht so auf den Text, muss ich sagen. Also, wie ist ja, wobei sowas würde ich jetzt nicht mehr anhören wollen. Ja, das stimmt. Gibt aber ja Frauen, die das auch hören und die das auch feiern. Ich glaube, die feiern auch die Musik eher und auch den Beat als den Text selbst. Vielleicht passt auch der Text sehr super zum Beat, aber ich glaube, da wird eher der Beat gefeiert als der Text. Oder es gibt ja auch Rapperinnen, die selbst harte Sprache verwenden. Zum Beispiel irgendwas mit Fotze oder mit Bitch oder sowas rappen. Man kann ja das Wort Bitch auch so aus Spaß sagen. Genau. Man muss ja nicht jedes Mal dann verachtend gemeint sein. Ja, wenn das jetzt so bildlich gesprochen, die Bitch da auf dem Tisch irgendwie gefickt wird, dann würde ich sagen, es ist eine Beleidigung. Wenn ich jetzt irgendwie sage aus Spaß, du hast dich ja richtig blöd verhalten, du Bitch, dann nehme ich ja nicht Bezug auf irgendwie was Sexuelles. Dann würde ich sagen, ist es nicht verachtend. Ich komm von ekelhafter Action, Freude in Tränen fallen selten. Freunde beten nach Vergebung, doch 9 von 10 verpackten Päckchen. Happy End doch nur bei Handjob, Happy Wetter voll im Dispo. Handicap, denn wenn die Gang kommt, macht es Rom-Pom, das ist so, hey. Wer mit den Verfassern solcher Zeilen ins Gespräch kommen will, tut sich schwer. Mit sogenannten Mainstream-Medien wird nicht geredet. Einer aber redet dann doch mit uns. Der Frankfurter Rapper Credibil. In seinen Texten setzt er sich mit seinem eigenen Werdegang auseinander, übt aber auch Gesellschaftskritik. Sich selbst bezeichnet er als halb Türke, halb Kurde, ganz Deutscher. Frauenverachtende Zeilen findet man bei ihm nicht, scheint also auch ohne zu funktionieren. Anne trifft Credibil bei einer Kunstperformance in der Frankfurter Innenstadt. Wie ist es eigentlich bei dir? Wo sagst du, dass so eine Grenze dann auch erreicht ist? Das ist Kunst, Kunst darf alles, ist okay und da geht's zu weit. Ich als Künstler bin gegen jede Art von radikalen oder Rechtsgedankengut. So. Ich rapp dann dagegen, ich verbiete nicht den Mund. Ich versuche das zu battlen, wie man es bei uns so schön sagt, und stelle mich dann nicht dazu, nur weil es gerade irgendwie Aufmerksamkeit erzeugt. Warum hast du dich auch dagegen entschieden, in diese
derbe Ecke reinzuschlagen und hast gesagt, ich will es irgendwie anders aufziehen? Weil meine Künstlerfigur sich mit Poesie beschäftigt, aber Dinge wie mein Sexualleben, ob ich eine Freundin, Frau, Verlobte, also es gibt gewisse Dinge, die für mich privat sind und andere sind Kunst. Diese Kunst war es auch, die ihm half, aus einem nicht ganz leichten Umfeld herauszukommen. Und ich komme manchmal in Schwierigkeiten, weil ich eigentlich komplett anderen Background und anderen Werdegang habe, aber mich dagegen entschieden habe und da manchmal ein Zwiespalt in mir herrscht, ob ich denn noch real bin. Okay, und das wird sozusagen in Frage gestellt, weil du so bist, wie du bist, so intellektuell, sag ich mal, ja? Ja, klar. Ich bin intellektuell, aber ich bin auch Straße zu 100%. Ich bin Rap, ich bin Poesie, ich mache genau den Spagat, den ich haben will. Und deswegen gibt es in mir auch keinen Konflikt, diese Art von Texten in einem Nicht-Rap-Medium zu besprechen. Das heißt, diese Kritik, ihr versteht uns einfach nicht, also mit ihr außerhalb der Szene, da ist schon ein bisschen was Wahres dran, oder? Ja, also teilweise, ja, klar. Ich kann von mir aus auch sagen, dass es auf jeden Fall so etwas wie Schlampen oder Groupies oder Bitches, warum sollte man nicht darüber reden? Im Umkehrschluss rede ich über Nazis, die andere Rapper totschweigen. Wie findest du im Allgemeinen das Frauenbild im Deutschrap? Vielfältig. Es wird nicht gelogen, es wird nicht verheimlicht. Es gibt Mama-Songs, ganz, ganz viele, wahrscheinlich mehr als es Bitches-Songs gibt. Es gibt aber auch sehr viele Bitches-Songs, es gibt aber auch sehr viele Shisha-Bar-Songs, in denen Frauen, die man gar nicht kennt, einfach begehrenswert dargestellt werden. Und es gibt vor allen Dingen auch Frauen, die selbst rappen oder Rapmusik produzieren. Und viele von denen haben schon lange keine Lust mehr auf das Macho-Gehabe ihrer Kollegen. Hip-Hop-Event in Frankfurt-Fechenheim, noch vor dem zweiten Corona-Lockdown. Hier trifft sich heute die Szene. Eine Szene, die überwiegend männlich ist. Shu leitet eine Entertainment-Firma. Sie und ihre Künstlerinnen werden heute für die Show gebucht. Sag mir einfach, ich weiß genau, wie der Hase läuft. Sag mir diese DJ Spin Dead Zeichen, ja? Genau. Und dann weiß ich, okay. Wollte ich nur vorher abklären, danke. Kein Problem. Shu legt hier heute Abend auf. Die Veranstaltung ist vom Frankfurter Sportkreis organisiert und bunt durchmischt. Das ist nicht immer so. Es ist halt nur echt so, dass es wirklich krass viele Männer sind. Vor allen Dingen bei unseren Anfängen vor 10 Jahren. Also da war es schon sehr, sehr männlich. Da hat man auch nicht viele Frauen im Publikum halt entdeckt. Die Frauen in der Hip-Hop-Szene werden mehr, sind aber immer noch in der Minderheit. Diejenigen, die in der Branche den Ton angeben, bleiben männlich. Shu ist eine echte Ausnahme. Die Frankfurterin hat über Jahre hinweg immer mehr Frauen angezogen und so eine Plattform für weibliche Künstlerinnen geschaffen. Gearbeitet wird in Shus Studio. Ein kleiner weiblicher Kosmos. Gemütlich, sauber, keine Drogen, kein Alkohol. Shu hat ihn sich vor 8 Jahren in ihrer Wohnung eingerichtet, um unabhängig zu sein. Es war aber nur immer so schwierig, als Frauengang da reinzukommen, nicht zu wissen, was auf einen zukommt. Vor allen Dingen auch nie zu wissen, was muss ich danach zurückgeben oder was schulde ich dieser Person danach. Dementsprechend haben wir darauf geschissen und haben gesagt, egal, wir machen jetzt ein Studio. Ein Ort, an dem die Währung gute Musik heißt, anstatt sexuelle Gefälligkeiten. Das steht im krassen Kontrast zur Welt von Straßenrappern wie Flair oder Farid Bang. Sie sind erfolgreich, werden vor allem von jungen Fans in Deutschland gefeiert. Ihre Texte aggressiv und frauenfeindlich. Und die Bitches heute wollen Jungfrau bleiben. 2 Optionen, Arsch oder Mund aufkleinen. Wenn ich es ernst nehmen würde, wäre ich einfach sauer. Also so frauenfeindlich, wie die 2 da sind. Und dann ruhen die sich natürlich auf diese Kunstfreiheit aus. Und ich weiß, der Farid ist auch noch ein Marokkaner. Und ich will mal sehen, wie einer seine Mutter beleidigt. Das würde so nicht klar gehen. Will keine Frauen, ich will Haus. Haus, die müssen blasen wie Pros. Ich find's gar nicht so schlimm, wenn Leute sowas sagen. Ich find's nur schlimm, wenn sie nie was anderes sagen. Wenn sie weder in Interviews mal reflektierter sprechen oder dass es wenigstens einen Track mal gibt, wo sie da auch mal sagen, raus aus der Kunst, lass mal Tacheles reden. Sowas fände ich wichtig. Die Texte von Shus Rapperin Aziza
klingen da anders. Yo, ich weiß genau, wer ich bin. Frau, heller Kopf, braune Haut. Haare kraus bedeutet mehr Arbeit, das nehme ich gern Kauf. Versuch zu jedem auf und nicht herabzuschauen. Ihre Lyrics sind gesellschaftskritisch, ohne viel Bling-Bling. Besser verkauft sich allerdings das Gegenteil. Shirin David gehört zu den erfolgreichsten Deutschrapperinnen. Ich bin nicht so eine, doch genau so eine bin ich. Und es war schon immer so, wenn ich was wollt, dann krieg ich. Ihr seid broke ass hoes, ich bin high and finish. Das, was bei euch Image ist, das nennt man bei uns billig. Sie gilt zusammen mit der Rapperin Loredana als Vorreiterin. Gleichzeitig stehen sie aber auch in der Kritik, sie würden Geschlechterklischees bedienen. Meine Fresse überall auf dem Titelblatt ist ein Zeichen dafür, dass ich alles richtig mache. Sie sind als kommerzielle Rapperin erfolgreich. Doch ihr Erfolg ist ein von Männern konstruierter Erfolg. Aziza meint, hier schreiben nicht Frauen die Texte. Hier übernehmen Männer das Bild, wie es für eine Frau so wäre, vielleicht wie sie es schreiben könnte. Und ich glaube jetzt auch gerade so ich rede jetzt mal einfach für die Frankfurter Mädels, wir schreiben selbst, wir machen selbst und befassen uns auch nur mit Themen, die uns auch einfach tangieren. Aziza beweist, dass es auch ganz andere Rapperinnen gibt, die ihren Platz in der Branche einfordern, ohne die gängigen Klischees zu bedienen. Größere Chancen auf Erfolg hat allerdings immer noch der protzt und provoziert. Alles nur Gepose oder was steckt hinter dieser Macho-Attitüde? Das will Anne jetzt von Marc Dietrich wissen. Er hört Rap schon seit seiner Jugend und analysiert diese Musik inzwischen als Kultursoziologe. Wenn ich mir heute Rap anhöre, bin ich schon teilweise echt geschockt von den Texten. Also es geht schon ziemlich hart zur Sache. Weiß nicht, bin ich da inzwischen einfach zu spießig geworden oder was hat sich geändert? Ob du spießig geworden bist, das kann ich schlecht beurteilen. Im Großen und Ganzen kann man sicherlich sagen, dass sich da schon auch eine bestimmte Entwicklung durchgesetzt hat in den letzten Jahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn Leute ein paar Jahre lang Rap nicht gehört haben, dass sie sagen, okay, das kommerziell erfolgreichste ist einfach Gangster-Rap. Ich höre ja und sehe fast nichts anderes mehr. Und der Eindruck ist auch nicht so ganz falsch, glaube ich. Gangster-Rap kennt man aus den USA, da war das eigentlich schon immer gang und gäbe. Dicke Autos, halbnackte Frauen, Drogen, was weiß ich, Pistolen. In Deutschland weiß ich immer nicht, wie authentisch oder wie realistisch das auch ist. Also ist da auch viel Show oder spiegelt sich da wirklich die Biografie der Rapper auch wieder? Ich glaube, es gibt irgendwie kein Genre, bei dem so stark das Soziale mit dem Kulturellen verbunden ist wie bei Gangster-Rap. Und das ist auch im deutschen Rap nicht anders. Das heißt also, das soziale Milieu, in dem ich aufwachse, prägt meine Kunst ganz stark. Ich meine, wir müssen uns hier nur in Frankfurt umgucken. Das Bahnhofsviertel ist sicherlich ein Stück weit gentrifiziert, aber noch vor wenigen Jahren sah es sicherlich anders aus. Und wenn man da aufwächst, wie zum Beispiel der Rapper Haftbefehl oder andere Protagonisten des Genres, ist es, glaube ich, eine ziemlich realitätsferne Unterstellung zu behaupten, das sei alles Show, was da passiert im Deutschrap. Ja, aber dann könnten die Texte ja auch anders sein, gerade auch zum Thema Rassismus. Ich meine, das könnte auch Conscious Rap sein, es könnte auch irgendwie was sein, was, weiß ich nicht, Kraft gibt oder Hoffnung macht. Woher kommt es, dass so oft einfach diese Verachtung in den Texten ist und vor allen Dingen halt auch so krass gegen Frauen, diese Frauenfeindlichkeit? Also ich glaube, es hat irgendwie beim Gangsterrap hat es sehr viel damit zu tun, dass man so eine Art Gegenerzählung und einfach nur noch Gegenidentitäten produziert. Und die schließen nicht zwangsläufig an dem an, was wir sozusagen aus einer akademischen Perspektive, aus einer bürgerlichen Perspektive für wünschenswert halten, sondern es geht eigentlich auch um andere Dinge. Meine Aufgabe ist eigentlich, Geld zu verdienen, meine Familie, meine Freunde auch ein bisschen mit dem Geld irgendwie über Wasser zu halten, wie das ganz häufig in diesen Milieus der Fall ist. Und jetzt machen sie irgendwie Rap, sind irgendwie künstlerisch unterwegs und verdienen das erste Mal in ihrem Leben Geld. Es gibt das erste Mal soziale Anerkennung dafür, dass sie irgendwie was machen. Und das wird einfach symbolisch über eine andere Sprache ausgedrückt als die uns vielleicht geläufig oder nah ist. Diese Bilder, dicke Uhren, dicke Autos, Pistolen und halbnackte Frauen, die da noch rumtänzeln. Ich finde das in Deutschland immer so ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Also die wollen halt das, was eigentlich sozusagen tendenziös formuliert einer weißen Elite irgendwie sozusagen über Jahrzehnte vorbehalten war, das wollen die auch. Die wollen halt auch irgendwie mit dem BMW rumfahren, die wollen auch die Rolex. Das Versace-Shirt gefällt irgendwie auch Deutschrappern gut.
Hier wird irgendwie an hegemoniale Symbole des Reichtums einfach angeknüpft und die will man sich nehmen. Man kann sagen, das sind eigentlich auch symbolische Ermächtigungsformen. So kann man das auch lesen, wenn man will. Ich finde es nicht lächerlich so. Die haben immer davon geträumt, teilweise einfach mal einen Mercedes zu fahren. Ja, also das heißt, mit Provokation kann man natürlich die Musik besser verkaufen. Ja, leuchtet mir auch ein. Was ich irgendwie ganz interessant finde, die Leute, die die Musik hören, die kommen ja nicht unbedingt aus diesem Milieu. Das sind ja dann teilweise welche mit AkademikerInnen-Background oder gut bürgerlich, gut behütet aufgewachsen. Was fasziniert die an dieser Welt, die so ganz anders ist? Ja. Ich war vor ein paar Jahren auf einem Haftbefehl-Konzert und irgendwie, man könnte jetzt irgendwie mutmaßen, wer sich da so rumtreibt, bildungsferne Menschen, die da irgendwie angeblich über die Stränge schlagen. Nein, es ist irgendwie so gefühlt die halbe kulturwissenschaftliche Belegschaft von der HU oder so. Also es ist vor allen Dingen ein studentisches Publikum da gewesen, ein Hipster-Publikum. Aber also, was fasziniert dich daran? Was mich daran fasziniert ist, glaube ich, das hat auch was mit dem bürgerlichen Hintergrund zu tun, dass es sozusagen ein Fenster, in Anführungsstrichen eine Welt ist, die man im Gangster-Rap kriegt, die eigentlich relativ wenig damit zu tun hat, was man selbst kennt. Also es ist auch irgendwie so eine Art Actionfilm für viele, den sie gucken, glaube ich. Also es hat eine Kinoqualität tatsächlich. Die heftigsten Sprachbilder fürs Kopfkino liefern dabei oft gut bürgerliche Jungs, die alles andere als aus der Gosse kommen. Der aus Friedberg stammende Rapper Kollega gibt gerne den bösen Jungen, was ihm den Vorwurf einbrachte, nicht nur sexistisch und homophob, sondern auch antisemitisch zu sein. Ich liege Bandit, denn ich tauch in deiner Wohnung auf. Du frisst den Pistolenlauf, Hurensohn, Holocaust. Sie haben ein großes Mund, wie ein Coca-Rausch. Jeder dicke Fresse, wenn er wieder Promo braucht. Deutscher Rap sieht Homo aus, eine Modenschau von YOLO-Clowns. Schluss mit den Faxen, Hurensohn, Holocaust. Und für besonders vulgär sexistische Zeilen sorgt seit Jahren der Rapper Finch Asozial als ostdeutscher Straßenproll. Der Scheiß, den ich hier sag, mach ich ein Leben lang. Du bist ne Fotzi, nach 2 Bier schon auf der Theke tanzt. Also laber uns nicht voll mit deinem Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit dein Gegenstand. Auf so viel Verachtung und Beleidigung hatte einer keinen Bock mehr. Einer, bei dem viele der Stars von heute ihren ersten großen Auftritt hatten. Habt ihr Bock auf eine richtige geile Cypher? Gib mir ein Oh yeah! Rap am Mittwoch! Ben Salomo war in Berlin ein gefeierter Star. Sein Rap am Mittwoch war die Rap-Show, ein Event mit Kultstatus. Viele, die bei ihm im Battle-Rap Erfolg hatten, kamen danach ganz groß raus. Allen voran Capital Bra oder Finch Asozial oder Karate Andi. Aber vor 2 Jahren machte Ben Salomo Schluss, weil die Szene inhaltlich immer schlimmer wurde in Texten und Taten. Ihn traf das vor allem als Juden. Der Antisemitismus war für ihn Grund, die Bühne zu wechseln. Es wird Zeit, dass wir aufstehen aus unserer Komfortzone, dass wir rausgehen, dass wir aktiv werden, diesem Hass und dieser ganzen Lügenverbreitung und Gerüchteverbreitung, egal über welche Minderheit, aber auch über Juden, dass wir aufstehen und dem widersprechen. Heute besucht er Schulen wie die Jakob-Grimm-Schule in Kassel. Er warnt die Jugendlichen vor Hass und Diskriminierung. Er selbst erlebte schon mit 11 Jahren die erste antisemitische Attacke. Ich fragte ihn noch so, hey, wieso hast du mich angegriffen? Und seine Antwort war nur so stammelnd und er sagte, naja, du bist Jude und so und Israel und... 30 Jahre später erfährt er in der Rap-Szene denselben Hass gegen Juden. Im Rap sei Menschenverachtung an der Tagesordnung, werde heruntergespielt als Gepose. Es seien doch nur Texte. Und leider werden in der Rap-Szene solche Lügen über Juden und diese Gerüchte auch geglaubt. Und Rapper, viele, unter anderem auch Kollega, verbreiten diese Lügen und Gerüchte über Juden in ihren Rap-Texten oder manchmal halt auch in Interviews. Seit Jahren wendet sich Ben Salomo deshalb mit klaren Worten gegen Menschenverachtung im Rap. Besonders gegen Antisemitismus. Ich muss es klar artikulieren, mich daran zu gewöhnen, ist keine Alternative, doch sie sagen mir, gewöhn dich dran, wenn wieder Nazis marschieren und die Menschen jede Warnung ignorieren. Die Jugendlichen hier in der Schulveranstaltung nehmen ihn ernst. Als Rapper spricht er authentisch über die Szene, die Künstler und ihre Haltungen. Aber sie haben auch Fragen. Wo genau ist die Grenze?
Du hast selber mal bei Rapper Mittwoch gesagt, dass entweder alles bei Texten okay sein sollte oder nichts. Nein. Das ist sehr, sehr missverstanden. Okay. In einem Battle-Rap ist halt auch einiges an Geschmacklosigkeiten erlaubt. Aber ich habe immer eine gewisse Grenze gezogen. Und wenn man quasi auf Spotify oder so diesen Künstler hört und auch wenn es jetzt kein Lied ist, wo es explizit antisemitisch ist. Gibt es auch andere problematische Inhalte. Ja, aber unterstütze ich ja trotzdem den Künstler dadurch, dass ich diesen Klick mache. Dann merkst du ja schon, du hast eigentlich Mitspracherecht, ob du das hier gut findest oder nicht. Früher hast du ja gesagt, dass du es als sportlich findest. Also es ist ein gewisser Sport in der Battle Rap. Ja. Dass man so und so welche Punchlines bringt. Ja. Battle Rap, wirklich, das ist ein Sport. Ich mag diesen Sport, nach wie vor. Aber ein Song, den hörst du immer und immer wieder. Du lernst die Texte auswendig. Es geht in deine Psyche. Das ist ein ganz anderer Impact. Nicht nur auf Antisemitismus oder Frauenverachtung, auch so auf Drogen- und Gewaltverherrlichung und Kriminalität und all das, ja. Rapper seien ein Teil der Gesellschaft, so sei es kein Wunder, wenn sie auch die gängigen Vorurteile spiegelten. Aber die Rapstars seien eben auch Vorbilder für viele Jugendliche. Dadurch verstärkt sich das halt auch vielleicht in Gesellschaftsbereiche hinein und halt auch in die Köpfe von jungen Leuten hinein, die vielleicht vorher gar nicht mit so Lügen und Gerüchten in Kontakt gekommen wären. Seine Botschaft: Nehmt ernst, was Leute sagen, denn am Ende handeln sie auch so. Ich glaube, man relativiert es ganz schön, wenn man das so runter redet auf bloß irgendwie mal so eine Provokation und mal so eine Punchline und mal so eine Grenzüberschreitung. Weil diese Leute, viele von denen, die reproduzieren ja diese Inhalte, diese Aussagen ja auch in Interviews. Oder halt auch außerhalb im privaten Leben. Da rappen die Leute darüber, dass sie Frauen schlagen und dann schlagen sie auch. Als Konsequenz fordert Ben Salomo heute die Schülerinnen und Schüler auf, einzuschreiten, gegen Diskriminierung aufzustehen. Denn Worte und Taten hängen zusammen. Mein Name ist Simon. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Anne ist jetzt bei UFM. Die Hip-Hop-Sendung Flex FM ist in der Rap-Szene hoch angesehen, nicht nur im Rhein-Main-Gebiet. Viele Rapper und auch Rapperinnen sind regelmäßig zu Gast bei Moderator Simon Vogt. Das liegt daran, dass Simon seinen Gästen auf Augenhöhe begegnet, sie nicht anprangert. Anne will von ihm erfahren, wo würde er bei Rap-Texten eine Grenze ziehen? Wie gehst du eigentlich damit um? Also mit diesen Texten, mit dieser Musik? Gibt es Sachen, die du nicht spielst? Hast du da auch irgendwie eine Grenze, wo du sagst, nee, das ist mir jetzt auch zu hart? Ja, also Grenzen haben wir definitiv, die wir nicht spielen. Wir sind an sich relativ frei bei uns, aber es gibt natürlich Sachen, wo es wirklich komplett über die Stränge schlägt. Wenn wirklich Frauen aufs Übelste beleidigt werden, wo gar keine zweite Ebene dabei ist, wo es nicht um den Vergleich geht, sondern wirklich nur darum, ich sage es jetzt ganz offen, Scheiße zu reden. So, ja? Und auch wirklich harte Schimpfwörter in den Mund zu nehmen. Da ziehen wir dann schon die Grenze. Hast du das Gefühl, dass Deutschrap immer brutaler wird, immer aggressiver, gewaltvoller, sexistischer? Ist das auch so dein Eindruck? Das Ding bei Deutschrap ist gerade so groß und überall wie nie, dadurch auch so differenziert wie noch nie. Das heißt, es gibt ganz viele Leute, die hochkommen, die mit Rap erfolgreich sind. Und da hast du natürlich eine ganze Bandbreite von Texten, die da sind. Aber das ist auch nicht viel anders, als es in der Gesellschaft ist. Liegt aber auch daran, weil einfach viel mehr Leute sich Gehör verschaffen. Sachen, die vorher nicht an die Öffentlichkeit getreten sind jetzt da, werden gehört, werden gepumpt von, wie es so schön heißt, quasi von Kids auf dem Schulhof oder finden in Playlisten statt. Und dadurch kommt einfach viel mehr nach oben. Und das ist natürlich ein Grund oder kann ein Grund dafür sein, dass du vielleicht so eine Wahrnehmung hast. Übertreiben Menschen, die sagen, oh, ich finde das schwierig, ich mache mir Sorgen, sollten wir da entspannter damit umgehen oder ist da die Kritik auch berechtigt? Also man sollte sich auf jeden Fall intensiver damit beschäftigen. So, ich finde es immer schwierig, wenn man von außen auf Rap drauf guckt und das als das Schmuddelkind quasi ansieht. In anderen Musikgenres ist das auch ein Thema. Es ist nur nicht so offensiv vielleicht, weil Rap einfach es mehr, also konkreter und offener anspricht. Aber in der Popwelt, ein Rihanna, Shut Up and Drive, ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber sie redet nonstop nur von Sex. Es ist ja schon der Unterschied, ob man jetzt einfach nur über Sex singt. Ich meine, die ganze Soul-Musik besteht aus Liedern über Sex, über Liebe machen. Aber da geht es ja nicht um Gewalt. Also das ist ja der Unterschied. Im Rap hast du ja teilweise Texte, da habe ich das Gefühl, das ist jetzt hier gerade fast schon eine Vergewaltigung, was da beschrieben wird. Ja, der klassische Song, ich weiß gar nicht, wie er heißt, hier Alalalalong. Dieser schöne, bisschen jamaikanische angehauchte quasi Song da, wenn man sich den Text anguckt,
geht es da um eine Vergewaltigung, so wie ich das sehe. Okay. So, also irgendwie, was sagt er denn? Push it till you can't no more, push it till you cry. Alalalalong und so weiter. Okay. Also nur schön verpackt, wie du es gesagt hast. Ja, aber halt einfach schön verpackt. Ja. Und da hat niemand, oder zumindest nicht so einen Aufschrei gemacht, wie es jetzt bei anderen Texten der Fall ist. Es soll nicht heißen, dass die Kritik nicht berechtigt ist. Ich will nur dafür mich stark machen, dass es nicht nur bei Rap ein Thema ist, sondern dass es ein gesellschaftliches Thema ist einfach und auch in anderen Musikgenres stattfindet. Was würdest du empfehlen? Wie kann man von außen kritisch Rap betrachten? Vielleicht, wenn man jetzt auch Kinder hat, die das hören. Man hört das aus dem Kinderzimmer. Ich glaube, das ist ähnlich wie man auch wenn es um Computerspiele geht und da Gewalt passiert. Es geht um Film oder Musik, wenn da Gewalt passiert oder Sexismus passiert, dass man einfach in Austausch mit ihnen geht und ihnen klar macht, dass das, nur weil das da gesagt wird, nicht quasi das Credo ist, nach dem sie ihr Leben ausrichten sollen, sondern dass das eine gewisse Art von Kunst ist und dass man sie so erzieht, dass sie reflektiert draufblicken können, um zu wissen, wenn sie einem Mädchen, einer Frau begegnen, dass sie halt nicht direkt als Schlampe betiteln, nur weil sie irgendwie an ihnen vorbeigeht und keine Aufmerksamkeit schenkt, weil sie es in einem Rap-Text gehört haben. Mein Fazit: Ich habe heute erfahren, dass Deutschrap unglaublich vielfältig ist. Und klar, oft voller Provokationen. Ob das im Einzelfall noch Kunst ist oder einfach nur hohl, sexistisch, homophob oder antisemitisch, also darüber, wo die Grenze der Kunstfreiheit verläuft, darüber lässt sich trefflich streiten. Das war Engel fragt, heute zum Thema Deutschrap. Protzig, beleidigend und sexistisch. Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch anschauen in der ARD Mediathek.